In Formula haben wir dann so eine große Update über MCP-Clients und MCP-Server. Da könnt ihr dann Formula MCP direkt mit der ChatGPT oder Claude oder Cursor oder andere MCP-Clients verbinden oder auch andere MCP-Server direkt in der Gespräch aufrufen lassen, damit das eure Assistent sehr einfacher die Tools finden können und damit arbeitet. Und heute zeige ich euch, wie man dann so MCP einmal in ChatGPT und einmal bei Claude einrichtet und wie können wir dann so MCP-Server in der Gespräch das verwenden. Davor habe ich dann so einmal unter die Docs, wenn ihr dann so auf der Dokumentation seid, da geht ihr oben auf MCP. Da seht ihr dann so die ganze Anleitung dazu. Und was wir benötigen einmal eine API-Schlüssel und einmal eine Endpoint, wo wir dann so MCP verbinden. So, als erstes kopiere ich einmal die Link von der MCP und als erstes könnt ihr direkt dann auf dem MCP-Seite entweder über die Website von uns unter Future MCP Connector, da könnt ihr dann so einmal dann sehen, einmal MCP, einmal CLI, einmal Skill, das sind dann so unterschiedliche Möglichkeiten, dass ihr dann so direkt mit den verschiedenen Anbietern oder Cloud oder ChatGPT oder Cursor oder Windsurfer oder wie auch immer verbinden könnt. Der einfachste Weg natürlich dann so einmal MCP direkt über die unsere Server aufrufen. Es gibt dann auch allerdings auch dann Möglichkeit über die Skill zu verwenden oder gibt es auch dann so Beispiel über die OpenClaw oder Hermes AI, da könnt ihr auch dann so direkt den Formulo das verwenden. Die Dokumentation findet ihr dann so unter die Dokus, unter die MCP. Hier findet ihr dann die ganzen Anleitungen dazu und unter die MCP-Server, das ist dann so der einfachste Weg, wo ihr dann so auswählt, so MCP über die Cloud verbinden oder ChatGPT oder andere Anbieter. Da könnte man dann direkt Beispiel über die Cloud, da steht dann so der Link dazu, dann klicke ich drauf, dann lande ich einmal auf dem ganze Connectors, was auf meinem Konto ist, dann gehe ich einfach oben auf Add Connector, Add a Custom Connector und dann vergebe ich einfach Name, Formulo und dann kann ich einfach den Link quasi mcp.formulo.io/mcp dann nochmal so hier verwenden und dann klicke ich auf Add und so ist Formulo schon verbunden. Hier kann ich dann nochmal die ganzen Tools nochmal die Cloud quasi Zugriffe geben, ob der dann so quasi das, das sehen, dass er nicht arbeiten muss oder der braucht immer mich dazu fragen oder always on. Ich gehe einfach auf always allow, also dass ich erlaube, dass diese Tools alle verwendet. Und jetzt kann ich dann sagen, so Beispiel, was war mein letzter Anrufer in Formula. Und das gleiche, der lassen wir dann arbeiten und einmal in ChatGPT, einmal unter unsere Website, unter die ChatGPT in Effekt. Dann sehe ich Setting Connectors. Da kann ich einfach den Link öffnen. Dann lande ich auf dem Seite und da kann ich dann so Entwicklermodus einmal einschalten und einmal App erstellen. Dann kann ich dann einen Namen vergeben, Formulo AI und da gebe ich auch den Link dazu. Hier kann ich dann so natürlich dann Logo auch nochmal so einbinden, falls ich möchte, aber ist kein Pflichtfeld. Dann klicke ich dann so hier, ich verstehe und möchte fortfahren und dann direkt erstellen. Und dann können wir dann landet ihr auch einmal auf der Seite Famolo zu ChatGPT hinzufügen. Da könnt ihr einfach mit Famolo anmelden, klicken. Dann landet ihr auf seine Seite, wo man der API-Schlüssel, hier steht dann, da kann man so API-Schlüssel direkt generieren. Dann klicke ich drauf und da kann ich dann so einfach eine ChatGPT verwenden und dann direkt hier hinzufügen, autorisieren und so ist meine ChatGPT direkt mit Formula verbunden und da könnte ich dann so Beispiel, also hier sieht man so, das ist verbunden und da kann ich dann sagen, so seine Beispielprompt habe ich dann so hier, dass er alle Anrufe von Assistent Door überprüft und dementsprechend der Assistent dann nochmal
anpassen würde, da kann ich einfach auf Plus gehen, auf Mehr und da kann ich dann einfach Formula auswählen und dann kann ich dann so senden. Dann warte ich dann, sodass dann ChatGPT für mich das so macht und kann ich dann so demnächst auch dann in Claude schauen. Da sehe ich auch dann so von meiner letzten Anfrage hat er mir geantwortet und so könnt ihr dann so erstmal MCP in eure ChatGPT oder Cloud Code überall verbinden, damit dass ihr dann so dann sehr einfacher direkt dann alles nutzen können in Formulo. Dann haben wir dann so die zweite Thema, einmal MCP in Gespräch verbinden und dann habe ich dann so hier direkte Antwort. Ich habe versucht und da sagte dann so hier, was könnte man dann nochmal anpassen oder verbessern. Was natürlich dann so die zweite Update von uns ist, dann einmal die MCP-Server direkt in Famolo verbinden, damit das eure Assistent dann so quasi ähm, einfacher die ganze Tools verwenden. Da könnt ihr dann so jetzt die Meet Call Tools haben wir dann so umgebaut, ist viel einfacher geworden mit der Automation Plattform. Da haben wir dann so einmal Werkzeug wegen der Anruf und einmal MCP Server. Und da habe ich dann zum Beispiel zwei MCP-Server, einmal unsere Buchhaltungsprogramm zum Beispiel, einmal All AI Things zum Beispiel habe ich da drin. Und da kann ich dann so ganz einfach auf dem nur MCP-Server gehen und da kann ich dann einfach Name, Kennung, also so einfach ein Name, dann Beschreibung ist es natürlich dann wichtig, damit das die KI weiß, wann sollte diese quasi MCP aufrufen und MCP-Server und wenn das Autorisierung sein soll, da könnt ihr dann so einfach dann die Header eingeben. Seine Beispiele, wo ich schon mal erstellt habe, da könnt ihr dann so hier sehen und die Beispiel All AI Think haben wir dann so reingemacht und da haben wir dann so Autorism und das ist der API-Schlüssel und da könnt ihr dann so unter die Tools verwenden klicken, da könnt ihr dann so dann alle Tools nochmal hier sehen, da könnt ihr dann natürlich dann so die ausblenden lassen, damit das KI das nicht verwendet. Beispiel hier Check Usage braucht er nicht so dann so nochmal die Assistent von mir dann sehen und dann kann ich dann einfach Zugriff speichern. Dann kann ich dann so ganz einfach, so wie mit Call Tools, da kann ich dann so quasi in meine Assistent gehen und jetzt sehe ich dann so dann unter die Prompt und Werkzeug, da kann ich dann so jetzt sehen MCP-Server und dementsprechend da kann ich dann so MCP-Server hier zuweisen. Der Unterschied zwischen die Werkzeug wegen der Anruf, also quasi Meet Call Tools zu MCP, Meet Call Tools erstellt ihr dann zwar jede einzelne Endpointen extra und bei MCP dann könnt ihr dann so quasi 10, 20, also mehrere Tools-Sets nochmal Zugriffe geben, damit dass ihr dann so dann einfach diese ganze MCP verwenden würde. Falls ihr dann so dann MCP nicht so eine einfache MCP zu erstellen, da könnt ihr dann zum Beispiel auf eure R8N-Instanz gehen. Da könnt ihr einfach Create Workflow, da könnt ihr dann so quasi einfach dann so eine MCP-Server-Trigger hier stellen. Hier gibt er euch dann so einmal der Link zu die Protection und einmal die Test. Und da könnt ihr dann einfach die Tools verwenden. So Beispiel, ich hätte gerne, dass der DHL-Zugriff hat. Und da könnt ihr dann so hier die Tracking-Nummer, der sollte die KI selber ausfüllen lassen. Und da will ich dann nochmal Beispiel den Shopify-Tools haben, wo die dann die Bestellung Get Many quasi Return All, wenn der will. Dann kann ich dann so nochmal hergehen und sagen, so Shopify nochmal, dass er dann so diese Order, also bestimmte Order bekommt, wenn der Anrufer sagt, ich habe so meine Bestellung 1, 2, 3 ist. Und dann nochmal Shopify Beispiel so Update zu erstellen. Und da könnt ihr dann so eine MCP-Server so stellen. Also ich nehme den DHL raus, weil der brauchte die Zugang von DHL, habe ich nicht vorhanden. Und da kann ich einfach auf Speichern gehen, die kann ich aktivieren und da kann ich über MCP-Server Protection Link so nehmen. Dann gehe ich in Formulo wieder unter die Meet-Call Tools, auf Meet-Call Tools, neue Meet-Call Tools erstellen. Da kann ich dann sagen, so Shopify
Bestellung, Shopify Get Orders und Update Orders. Und da könnt ihr dann so einfach die Server-URL, das ist die, was der N8N schon gegeben hat. Und wenn ich möchte, kann ich dann auch in N8N nochmal Authorize nochmal eingeben über die Out oder Header Out könnt ihr dann so einstellen. Bei Test lasse ich einfach leer und da kann ich auf Erstellen gehen und dann sehe ich sofort, da sind dann so dann 3 Tools da drin und da sehe ich dann auch unter die Tools verwalten, da sehe ich dann so quasi hier, was N8N von Tools zur Verfügung hatte hier die bei uns im Famolo auch drin. Hier kann ich dann so Verbindung nochmal so testen und damit, dass dann so Verbindung nochmal hergestellt wird und dann kann ich dann ganz einfach in der unter die Assistent gehen und dann Shopify-Bestellung als MCP und dann können wir dann so hier nochmal bei den Prompt nochmal reingehen und da kann ich dann so einfach reingeben und schreiben, Assistent sollte MCP nutzen, um Bestellungen aus Shop aufrufen sowie Bestellungen bearbeiten können. So, hier muss ich dann nochmal in meine System Prompt so eingeben, wann sollte die MCP-Server aufgerufen werden und wie sollte das so dann, welche Daten sollte ausgeben, weil natürlich bei MCP bekommt ihr dann so viele Daten in Effekt und viele Daten. Hier müsst ihr dann so dann nochmal so dann schauen, dass ihr dann so richtige auf dem MCP müsst ihr dann so dann wirklich dann so ein bisschen nützt ihr dann so am besten MCP-Connectors, wo wirklich verifiziert sind, also nicht aus irgendwo aus Internet, weil es könnte dann sein, dass er nicht funktioniert wurde oder irgendwie falsche Daten gibt. Und jetzt habe ich dann so MCP schon da drin und da habe ich die Anweisungen auch rein und da kann ich einfach auf Speichern und da kann ich einfach auf den Testassistent gehen. So, jetzt habe ich eine Bestellung, mit das hier. So Beispiel, ich habe so hier eine Bestellung mit der Bestellnummer, wollte fragen, ob die Bestellung bereits verschickt ist. Das ist so typische E-Commerce-Fragen. Da kann ich einfach auf Senden klicken. So wie ihr dann seht hier, da hatte dann so unsere Tools aufgerufen, um die Bestellung so zu finden. Und so konntet ihr dann so ganz einfach dann so verschiedene MCP-Tools so stellen. Oder es gibt dann so bereit bei HubSpot oder Salesforce schon bereitfertige MCP-Server. Da könnt ihr auch direkt dann so in Famolo verbinden und dementsprechend dann so die Assistenten sehr schnell das aufbauen. Viel Spaß damit und schreibt uns in den Kommentaren nochmal, was ihr für Idee habt, welche MCP-Server das ihr verwendet, um die Anrufe automatisieren.